Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Witness. Und im letzten Part haben wir diese Baumrätsel gelöst. Und in diesem Part gehen wir tatsächlich jetzt mal zu der Tür, zu der wir eigentlich im letzten Part hingehen wollten. Jedoch wir dann auf dem Weg dorthin auf diese Rätsel gestoßen sind. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal kurz zurück. Und vielleicht finden wir so noch was anderes. Ne, wir kommen auf jeden Fall direkt zur Tür erstmal. Und zwar war die hier. Ja. Gut, dann versuchen wir mal... Ah, das war sogar anders. Okay. Das sind zwei Kombinationen. Ah, es ist das mit den schwarzen und weißen abgespalten und gleichzeitig müssen wir alle schwarzen aufsammeln. Das wird nicht einfach, aber das probieren wir trotzdem. Wohl, scheint nicht so schwierig zu werden. Bis auf diesen Teil. Und dabei dachte ich, dass ich das sehr schnell hinbekomme. Oh, das kann auch nicht funktionieren. Ich muss ja hier einmal so eine Strecke reinzeichnen, was ich nicht kann. Okay. Dann können wir das so vergessen. Funktioniert es vielleicht so? Es könnte funktionieren. Hoffentlich. Warte, das war nicht richtig? Wo war mein Fehler? Warte, nochmal. Ich hätte es jetzt nicht so gerne... Es wäre natürlich besser gewesen, wäre es jetzt nicht sofort gelöscht worden, aber... Okay. Versuchen wir es nochmal. Machen wir es so. Ah, ich muss das so spalten. Wie kriege ich den schwarzen komplett da weg? Das ist die Frage. Ich muss auf jeden Fall einmal so machen. Nee, es funktioniert nicht. Okay. Versuchen wir es nochmal. Gleicher Weg. Die schien jetzt nicht falsch zu sein. So vielleicht. Funktioniert das? Ja, es könnte funktionieren. Und wir haben es. Okay. Gut. Was haben wir denn hier drin? Okay, wir müssen das dann einmal aufmachen. Warte. Ist es... Nein, kann es nicht. Das kann nicht für das Rätsel sein, für das wir dort drüben haben mit diesem Sechseck. Weil das hier noch leicht anders ist. Aber ich hätte gerne mal... Ich würde es gerne abzeichnen. Nur damit ich weiß, dass ich das noch habe. Damit ich das nicht vergesse. Oder ich fotografiere es einfach ab, das geht schneller. Wieso fotografiere ich es nicht einfach ab? Abzeichnen dauert viel länger. So, okay. Und dann gehen wir weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt sowas gefunden. Wofür ich es brauche, weiß ich nicht. Ich bin jetzt zurückgelaufen, dann kann ich auch erstmal... Hier geht's gar nicht weiter, okay. Das heißt, ich hatte hier nicht mal die Wahl, dort lang zu gehen. Okay, ich dachte, da kann ich lang gehen. Von hier bin ich doch gekommen, oder? Okay, hier ist eine Tür, die verschlossen ist. Oder ein Tor eher. Von hier bin ich gekommen. Okay, dann kann ich nur in diese eine Richtung rennen.
Das ist gut zu wissen. Das heißt, ich hatte niemals die Wahl. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich die Wahl hatte. Die Rätsel habe ich noch nicht gemacht. Wieso habe ich die Rätsel noch nicht gemacht? Hier wird das sogar gezeigt mit denen. Das habe ich anscheinend komplett übersehen. Sind aber auch nicht besonders schwer, jetzt wo wir schon die schwierigeren gemacht haben. Sagte ich, du machst es schon mal falsch. Ja, okay. Was mache ich da? Das sollte jetzt nicht gerade das Problem eigentlich sein, das hinzubekommen. Warte, überlegen wir erstmal richtig. Wie komme ich hier durch? So, jetzt habe ich's. Einfach so. Gut. Hier habe ich zwei Möglichkeiten. Ich denke, dass ich so gehen muss. Ja. Gut, damit haben wir das. Und dann kommen wir zum letzten. Na, das ist nicht mal schwer. Okay, so, ganz einfach. Dann haben wir das gelöst. War es einfach nur Tutorial. Hilft mir jetzt nicht weiter. Scheint so. Okay. Trotzdem haben wir das dann gelöst. Müssen wir es nicht nochmal machen. Hätte ja eigentlich schon im ersten Part entdecken müssen, aber da habe ich es übersehen. Okay, hier befinden wir uns jetzt das dort, wo was wir gesehen haben von der Mühle aus. Und die Mühle befindet sich dort. Zu der will ich auch erstmal rennen. Vielleicht ist hier irgendwas Sinnvolles. Das Rätsel, das sieht auch nicht besonders schwierig aus. Das ist es auch nicht. Und dann gehen wir erstmal hier rein. Ah, ich muss sehen, welche ich davon aktivieren muss, oder wie? Wenn ich so aktiviere, aktiviert sich nur der andere und dann der deaktiviert sich. Okay, das weiß ich aber noch nicht, welchen ich aktivieren muss. Gehen wir erstmal hier runter. Vielleicht finden wir hier irgendwas. So ein Minenschacht irgendwie. So ein Untergrund einfach. Okay. Da ist verschlossen. Da können wir nicht lang. Über uns ist ein Weg, aber da kommen wir nicht hoch. Noch nicht zumindest. Und da hinten sind weitere Türen. Okay, es ist das Rätsel. Das war nicht schwer, okay. Ist es das? Oder ist es ein ähnliches? Als das, was wir gefunden haben halt. Ich kann es mal versuchen. Es könnte sein, dass es das ist. Sieht auf jeden Fall danach aus. Vielleicht... jetzt habe ich aus dem Weg. Das hat funktioniert. So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. That the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge,
are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids, the stuff that goes to build up a worm or a geranium or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable, got people in it. This, scientific knowledge, is hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much, and that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability's there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. Okay. Okay, das hat also dazu führt... Oh, das wird jetzt so abgebildet. Warte, ich glaube, das ist nur dazu da, um 100% aus dem Spiel rauszuholen. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, da ist ein weiteres Rätsel. Das einfach abgefallen ist. Leider weiß ich nicht, wie das funktioniert. Aber ja, ich werde die Rätsel noch nicht hinbekommen. Und das könnte ich vielleicht hinbekommen. Nein, kriege ich nicht hin. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert bisher. Aber okay, wir haben ein Theaterstück gefunden. Ich werde es wahrscheinlich dann zu 100% spielen. Ja. Das heißt, wir werden versuchen, alles zu finden. Ja. An sich finde ich das Spiel aber so auch recht nett gestaltet, dass sie solche Sachen einbauen. Das bringt noch etwas extra zu diesem Spiel. Das passt irgendwie auch zu diesem Spiel. Okay, da ist Mensch aus Stein. Okay, das sieht nach Tutorial aus. Jedoch weiß ich nicht mal genau, wie das funktionieren soll. Muss ich jetzt jeden schwarzen Stein berühren? Ich denke eher nicht. Das wäre sehr merkwürdig.
Nee, funktioniert auch nicht. Okay. Oder warte. Kann es sein, dass ich eine bestimmte Form daraus machen muss? Diese Form hier? Funktionieren die Teile so? Dann habe ich da oben das Problem. Ich muss, glaube ich, alle schwarzen Steine trotzdem noch berühren. Also wie mache ich das? Das funktioniert nicht mal so einfach. Hm. Ich denke, man muss hier die Form richtig, dass diese in der Form drin sein müssen. Wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht. Zumindest bei dem noch nicht. Warte. Wie funktioniert das? Nee, das kann ja auch so nicht funktionieren. Gibt es hier noch sonst irgendwas anderes, was mir dazu helfen könnte? Ein weiteres Rätsel? Oder ist das tatsächlich das Tutorial? Ich weiß genau. Deswegen gucke ich erstmal noch ein bisschen herum und dann versuche ich mich weiter an dem Rätsel. Ich denke tatsächlich, dass es das Tutorial ist. Ich wollte erst der Tutorialweg sagen, aber das ist ja nicht wirklich ein Weg. Hier ist das Rätsel. Und das Spiel fängt langsam an zu laggen irgendwie. Und ich brauche ein bestimmtes Muster, was ich nicht weiß. Okay. Das heißt, irgendwo sehe ich das dadurch? Durch das Muster? Scheint nicht so, okay. Dann wissen wir aber schon mal, dass hier etwas ist. Ist hier oben irgendetwas? Eine Glocke. Okay, das weiß ich unter anderem daher, weil ich das Spiel, weil ich mich erstmal halt über das Spiel informiert habe und da wurde so etwas gezeigt. Das heißt, ich kann einfach hier auf der Karte jetzt dieses riesige Teil machen. Ich weiß jetzt nur nicht, was es bringt. Was hat das jetzt genau gemacht? Das sind auf jeden Fall jetzt eine Menge Partikel in der Luft. Gehen wir nochmal den Weg. Habe ich es jetzt deaktiviert? Scheint so. Nee, ich möchte es gerne aktiviert lassen. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was es bringt, aber vielleicht irgendwo Hilfe. Jetzt ist die Frage, wo dann? Also es ist hier geendet. Sahen die vorher so aus oder wurde das erst gerade eben, wurden die gerade eben erst so gemacht? Waren die gerade eben glatt, ist meine Frage halt. Hätte ich mal vorher drauf achten sollen, aber okay. Da unten ist auf jeden Fall. Aber es scheint, müssen wir dieses Tutorial tatsächlich erst machen. Wenn es tatsächlich das Tutorial auch ist. Hier ist ein weiteres Rätsel. Bloß es ist deutlich komplizierter.
Und hier ist ein Farmrätsel. Ich glaube, die kommen später erst. Denke ich auch nicht, dass es an der Tür ein Tutorial ist, sondern dass ich hier erst später hin muss. Okay. Hatte ich das Rätsel gelöst? Nein, oder? Doch. Wie soll ich das gemacht? Wann soll ich das denn gemacht haben? Na gut, dann gehen wir mal wieder irgendwo anders hin. Dann denke ich, dass wir in diese Stadt erst später müssen. Ja, das Spiel auch ein bisschen zu laggen. Was eigentlich nicht passieren sollte. Wir könnten noch einmal zu diesem Berg da hochgehen. Oder wir gehen erstmal hier hin, weil das sieht auch noch relativ interessant aus. Doch komme ich hier nicht durch. Okay, gehen wir mal zum Berg hoch. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da erst später hin muss. Aber nur um es einmal anzugucken. Und danach beende ich auch den Part. Schauen wir uns noch einmal erstmal dieses Gebiet an. Hier verläuft auf jeden Fall ein Fluss entlang. Ich leite den Berg gerade wieder hinunter. Ich wollte eigentlich hoch auf den Berg. Okay, hier ist auch ein Rätsel, ein weiteres. Rennen wir hier lang. Auf diesen Baum. Okay. Nein, nicht auf den Baum. So, dann sollten wir auch gleich oben sein. Da ist eine Hand. Ich stehe auf einem gemeißelten Kopf. Okay. Eine Statue von einem Kletterer aus Stein. Okay. Menschen an sich gibt es hier nicht in dem Spiel, außer den Charakter, den ich spiele. Ansonsten sind die anderen irgendwie aus Stein gemeißelt. Hier vor allem. Oh, da ist hier so eine Form. Und hier ist auch sowas. Können wir das einmal aufmachen? Okay. Was ist hier reingegangen? Moment, das sind diese schwarzen... So ein schwarzes Teil, das wir, glaube ich, in Part 2 gesehen haben. Drüben in der Wüste war so eins. Wo ich mich gewundert habe, was... Weil die irgendwie nicht so in die Umgebung passen, was die zu suchen haben. Und anscheinend funktioniert die, indem man mit der Umgebung irgendwas macht. Aber hier oben kann ich sonst nichts machen. Na gut, das war's dann für den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!